Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Achim Ferrandina. Sodala, bei dieser Episode möchte ich euch dazu einladen, eine Zeitreise mit mir zu unternehmen. Und zwar wir reisen ins Jahr 1433 zurück. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, um über etwas zu sprechen, was schon hätte längst thematisiert werden sollen. Aber ich fand, 1433 ist genau richtig. Und zwar geht es bei dieser Episode um den Wiener Stephansdom. Das Wahrzeichen der Stadt Wien, im Herzen der Stadt, und da kann man es auch bewundern und besuchen. Bevor ich dazu eingehe, möchte ich euch wieder dazu einladen, eine andere Zeitreise in die Zukunft zu unternehmen, ins Jahr 2021 jetzt. Und zwar eine Zeit, wo wir es gewohnt sind, Wolkenkratzer, also sehr hohe Bauten zu haben. 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter oder 800 Meter hoch. Das ist für uns alltäglich und normal. 1433 nicht wirklich. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid hier in Wien im Jahre 1433 in der Singerstraße, die ist hinter mir, und jemand sagt euch, wisst ihr was, wir haben vor, eine Kirche zu bauen, wir wollen eine schöne, große Kirche bauen und einen Turm, also eigentlich eine Kirche erweitern, wenn man es genau nimmt, und der Turm, der soll 137 Meter hoch werden. Da bin ich mir sicher, dass der eine oder andere Wiener oder dass die eine oder andere Wienerin gesagt haben mag, na, geh, das klappt doch nicht. Es hat dann doch schlussendlich geklappt. Also der Wiener Stephansdom ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Stadt Wien. Es ist Geschichte, es ist Kunstgeschichte und es ist Leben. Man hat über 400 Jahre gebraucht, um den Wiener Stephansdom zu vollenden. Man hat im 12. Jahrhundert begonnen und hört erst im 16. Jahrhundert damit auf. Man fängt in der Zeit der Romanik auf und man hört erst in der Zeit der Renaissance auf. Das heißt, es ist sehr viel Leben darin, sehr viel Geschichte und sehr viel Kunst. Und jetzt fangt ihr an, ein bisschen was vom Wiener Stephansdom zu sehen. Und da hinten seht ihr auch einen Teil des Daches. Da könnt ihr auch einen Doppeladler erkennen und einen F1, römisch 1, das steht für Franz I., der erste österreichische Kaiser, und sein Emblem steht da und sein Name sozusagen, weil er dieses Teil und in seiner Zeit quasi renoviert worden ist. Was den Wiener Stephansdom betrifft, muss man auch dazu sagen, es ist komplett aus Sandstein gebaut. Sandstein ist ein Baumaterial aus dieser Gegend, das heißt, man hatte davon genug. Und dieses Material Sandstein ist ein sehr praktisches Material, weil man es leicht verarbeiten kann. Zur gleichen Zeit hat es auch Nachteile, und zwar diese Nachteile bestehen darin, dass es sehr sensibel ist, was die Luftverschmutzung betrifft, was die Witterung betrifft. Und aus diesem Grund hat man auch immer ein Gerüst um den Wiener Stephansdom. Nicht überall, aber immer da, wo renoviert wird. Und jetzt schaut da hinauf. Stellt euch vor, ihr seid 1433 hier. Einen Tag vorher hat er gesagt, habt ihr vielleicht noch gesagt im Gasthaus in Wien, na geh, das klappt nicht. Und dann seht ihr dieses hohe Ding, 137 Meter, 1433 vollendet. Der Wahnsinn. Es war auch kurze Zeit das höchste kirchliche Bauwerk der Welt. Also nicht schlecht, kann man sagen. Wenn ihr mehr über den Wiener Stephansdom wissen wollt, kann ich euch dazu einladen, nach Wien zu kommen, mich zu buchen oder eine meiner Kolleginnen und Kollegen zu buchen. Da könnt ihr viel mehr darüber erfahren. Ich hoffe, dass euch diese Episode gut gefallen hat. Wenn ja, ihr wisst schon, einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Kommentare hinterlassen, die Glocke auswählen, wenn ihr auch wissen wollt, wann die nächste Folge rauskommt. Ich wünsche euch alles Gute fürs Leben. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, natürlich 2021. Und ganz kurz, da darf ich jetzt nicht hinein, weil da müsste ich die Maske tragen. Jetzt höre ich aber damit auf. Alles Gute nochmals, bleibt gesund und habt Spaß. Danke, 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 danke. Okay, nein, das war nicht gut. Klappe die 27. Hallo, seht ihr dieses Flackern da? Ja, wir mussten jedes Mal 5 Minuten warten, bis das Licht ausgeht, weil da ist ein Bewegungssensor. Das hat mir nicht gut gefallen. Da ist eine Taube, ja.